Hallo zusammen, ich begrüße euch zu einem neuen Video und zwar habe ich heute so ein paar Sachen vor. Der 3. Geburtstag meines Sohnes steht vor der Tür und dabei gibt es einfach noch einiges vorzubereiten. Und heute steht auf dem Plan, eine Geburtstagskrone zu nähen. Weil letztes Jahr war das irgendwie noch nicht so ein Ding, aber dieses Jahr ist irgendwie Geburtstag und Geburtstagskrone im Kopf von meinem Sohn fest miteinander verankert. Also wenn jemand Geburtstag hat und keine Geburtstagskrone trägt, das geht für ihn halt gar nicht. Deswegen braucht er natürlich eine. Letztes Jahr hatten wir keine und ich möchte eine selber nähen. Man kann die ja auch kaufen, bei Etsy oder so, aber ich finde es halt irgendwie ganz schön, wenn das selbst gemacht ist. Ich hoffe, ich kriege das hin, aber es sieht bisher, also die Anleitung, die ich rausgesucht habe im Internet, das ist auch eine kostenlose Anleitung. Ich verlinke euch das in der Infobox. Die sieht eigentlich oder klingt gar nicht so schwer. Ich hoffe, dass es auch tatsächlich der Fall sein wird. Ich habe alles schon dafür besorgt, was ich brauche. Ich habe meine Nähsachen hinter mir aufgebaut und bin sehr gespannt, wie das Ganze aussehen und klappen wird. Ich habe mich dazu entschieden, eine Geburtstagskrone mit Bändern zu machen, um die halt immer anzupassen. Also eine Geburtstagskrone, die mitwächst und die jeweilige Zahl vorne mit Klettverschluss zu machen. Das ist der einzige Teil, wo ich noch so ein bisschen Angst habe, dass ich halt das mit der Zahl nicht hinkriege. Aber das werden wir dann gleich sehen. Ich zeige euch jetzt erstmal, was für Stoffe ich verwende. Außerdem in diesem Video werde ich anfangen, die Geburtstagsgeschenke zu verpacken. Das heißt, ihr werdet auch so das ein oder andere unserer Geschenke für unseren Sohn sehen. Und dann steht bald der große Tag vor der Tür. Ich bin sehr gespannt und ich weiß, dass sich der Kleine auch unfassbar doll freut. Der redet seit Wochen von nichts anderem als von Geburtstag und Geburtstag feiern, Geburtstagskuchen, Geburtstagskrone und von Geschenken natürlich auch. Was die Stoffe angeht für die Geburtstagskrone, habe ich in meinen Vorräten gekramt. Also da habe ich jetzt nichts Neues gekauft. Ich wusste nämlich, ich habe noch einen Stoff, oder ein Stück Reststoff, das ausreichen müsste für diese Krone, das ich dafür gerne benutzen möchte. Das ist nämlich ein Stoff, den meine Mama mir gekauft hat, kurz vor der Geburt. Und da habe ich nämlich für sein Zimmer auch eine Wimpelkette draus genäht. Also unter anderem, auch mit anderen Stoffen, aber habe ich diesen Stoff auch für verwendet. Und ich mag den wirklich ganz gerne. Und zwar ist das so ein Baumwollstoff, blau, hellblau mit Ankern drauf. Da habe ich noch gut was von übrig. Das möchte ich gerne innen in die Krone machen. Und außen, da habe ich mich sehr gefreut, ich hatte nämlich total vergessen, dass ich den noch habe, möchte ich diesen senffarbenen Musselin machen. Ich finde nämlich diese Farbkombination sehr schön. Und ich hatte erst andersrum gedacht, also den außen und den innen. Und dann habe ich aber gedacht, wenn jetzt auch noch die Zahl in die Mitte vorne da drauf kommt, könnte es vielleicht zu unruhig sein. Deswegen den außen, das innen und die Zahl werde ich dann halt auch vielleicht irgendwie aus einer Kombi von diesen beiden Stoffen machen oder ich nehme noch mal was anderes, irgendwie noch mal ein Weiß oder so mit rein, das ich auch noch da habe. Das mache ich dann später, das gucke ich später, wie ich das am liebsten mache oder wie es mir am besten gefällt. Erstmal, genau, diese zwei Stoffe werde ich dafür verwenden. In der Anleitung habe ich gelesen, wenn man einen Jersey oder Musselin oder sowas dafür benutzt, sollte man Fließeinlage da dran machen. Die Frau im Laden erklärte mir, dass diese Fließeinlage mit der rauen Seite auf den Stoff legen, dann bügeln und dann klebt das sozusagen dran fest und dann hat der Stoff nochmal eine bessere Standhaftigkeit, ist er halt ein bisschen fester. Außerdem brauchte ich für die Fütterung Volumenvlies und das Band zum Zubinden, genau, der Krone habe ich auch aus meinem Fundus. Das ist jetzt ehrlich gesagt, das ist jetzt so ein silbernes Band. So Silber passt da jetzt eigentlich auch einigermaßen ganz gut zu. Es wird schon schön aussehen, denke ich. Ach ja, und Klettverschluss brauchte ich natürlich. Einmal, um die Zahl vorne dran zu machen. Das ist jetzt Klebe-Klettverschluss. Also den muss man nicht aufnähen, sondern den kann man aufkleben. So, ich habe hier meine Vorlage in dem Link, den ich euch in die Infobox packe zu dieser Krone. Beziehungsweise zu dem Schnitt dazu. Da sind zwei dabei und die unterscheiden sich nämlich in der Anzahl der Zacken. Ich habe mich jetzt für die Krone mit den weniger Zacken entschieden. Ich glaube, das finde ich ein bisschen schöner. Und was ich auch gemacht habe, damit ich es nämlich abpausen kann und es anständig aussieht, ich habe mir für die Zahl vorne
die 3 in 3 verschiedenen Größen, weil ich nicht wusste, wie groß es letztendlich sein muss, ausgedruckt als Vorlage, damit ich es entweder abpausen kann oder nachzeichnen kann oder was auch immer, weil aus der Hand würde ich halt nicht so eine schöne 3 hinkriegen, ehrlich gesagt. Just one look and I'd get caught too. 'Cause there's something about you, and you know it too. All I do is think about you. Your eyes, your scent, your touch is all I dream. So sieht das Ganze jetzt gerade aus. Die Teile sind zugeschnitten und fixiert. Ich zoome mal ein bisschen raus. Ja, die Auflage von meinem Bügelbrett, das müsst ihr gerade mal entschuldigen. Das sieht nicht besonders schön aus. Aber so sieht das Ganze jetzt aus und ist fertig zum Nähen. Ich markiere mir meine Wendeöffnung immer mit den, ups, ja, so sieht man es, mit den 2 Stecknadeln hier. Also das wird nicht zugenäht, das ist die Wendeöffnung. Es folgt die Stunde der Wahrheit. Ich wende das Ganze jetzt. Ich habe die Ecken alle abgeschnitten, damit das hinterher halt auch schöne Spitzen sind und da eingeschnitten. Guck mal, wie süß das geworden ist. Oh mein Gott, ich finde das so schön. Ich finde das so schön. Ich liebe diese Farbkombi einfach. Sehr, sehr hübsch. Passt sogar mir. Und ich bin super happy damit. Ich finde die sehr, sehr hübsch. Ich habe diese Farbkombi mit Gelb und Hellblau auch am Anfang immer viel im Kinderzimmer oder beziehungsweise im Babyzimmer damals noch gemacht, weil ich das einfach so schön finde. Und ich habe mich so gefreut, dass ich diesen gelben Musselin noch gefunden habe in meiner Nähkiste. Ich hätte ganz vergessen, dass ich den noch habe. Was ich jetzt noch mache, ich bügele da jetzt natürlich nochmal drüber. Ich schließe die Wendeöffnung und dann mache ich den Kletter drauf und bereite dann die Zahl vor. Und für nächstes Jahr, für den 4. Geburtstag, muss ich dann nämlich nur noch eine neue Zahl für vorne zum Draufkletten vorbereiten. Ja, sehr, sehr schön. In diesem glitzerkleinen Karton befindet sich das Hauptgeschenk für unseren Sohn zum Geburtstag. Und es ist uns sehr, sehr schwer gefallen dieses Jahr. Es ist uns richtig schwer gefallen, etwas zu finden oder uns etwas zu überlegen, ja, womit er gerne spielen wird und was Sinn macht. Wir haben uns für etwas entschieden und wir glauben, dass er da sehr, sehr große Freude dran haben wird. Aber es hat auch eine gute Größe, sagen wir mal so. Dieses Paket steht jetzt schon seit geraumer Zeit im Arbeitszimmer und seitdem
darf der Kleine halt nicht das Arbeitszimmer betreten, weil ja, ist halt super gefährlich. Wenn er dieses Paket sieht, weiß er einfach direkt, okay, das ist für ihn und wir möchten natürlich nicht, dass er sich oder dass seine Überraschung irgendwie verdorben wird. Er bekommt von uns eine große Parkgarage. Also hier drin befindet sich eine Parkgarage, irgendwie, ich glaube, mit 7 Ebenen oder so. Das heißt, die ist halt auch ja, ordentlich hoch. Das ist so unser Hauptgeschenk für ihn und wir sind uns sicher, dass er damit richtig, richtig viel Spaß haben wird, weil er irgendwo, wenn er irgendwo zu Besuch ist, wo es so eine Parkgarage gibt, also die kleinen eigentlich, spielt er da immer super gerne mit Autos generell. Da auf die Augen bin ich sehr, sehr, sehr gespannt. Ich werde das Ganze jetzt einpacken, genauso wie die anderen Geschenke, die er von uns bekommt. Noch so ein paar Kleinigkeiten kriegt er noch dazu, das zeige ich euch gleich. Jetzt packe ich erstmal dieses Monstrum ein. Das ist nämlich echt riesengroß. Ich habe eine Rolle Geschenkpapier besorgt mit 5 Metern oder so. Das sollte reichen. Wir packen ein, dann ist das nämlich auch schon mal alles fertig und dann besteht nämlich, was das angeht, nicht mehr die Gefahr, dass er sieht, was da drin ist. Natürlich wird das Ganze noch weiterhin vor ihm versteckt. Die Sache ist, man kann das auch nicht irgendwie im Kleiderschrank oder so, das passt halt nirgendwo drauf. Das ist halt echt ein Problem. Das ist es, so sieht es aus. Ja, es ist ein Plastikungetüm, aber nun gut. Da gab es ganz viele verschiedene. Letztendlich haben wir uns jetzt für dieses hier entschieden. Das hatte ganz gute Bewertungen. Es gab auch viele von diesen großen Parkgaragen, wo die Bewertungen echt absolut grottig waren. Hier, mal gucken. Hier in der Mitte in dem Ding ist, glaube ich, so ein Aufzug, den man drehen kann. Ich weiß es schon gar nicht mehr genau. Es ist schon eine ganze Weile her, dass wir das gekauft haben. Aber ja, also ihr seht, es ist 88 cm hoch. Ja, ich bin gespannt. Für die Parkgarage braucht er natürlich auch noch Autos. Deswegen haben wir nochmal so eine Packung Hot Wheels gekauft. Ich glaube, das sind 10 Stück. Genau, so ein paar vereinzelte haben wir auch schon. Aber er soll natürlich da auch echt richtig viele Autos haben, um diese Garage auch richtig schön nutzen zu können. Deswegen kriegt er das noch dazu. Und was ich auch noch gebraucht gekauft habe, sind 2 Tonis für ihn. Also ich finde, Tonis ist immer so ein Geschenk oder generell etwas, das ich gerne gebraucht kaufe, weil so diese Macken oder die vielleicht so ein Toni bekommt, dass irgendwie an manchen Stellen an der Nase oder so ein bisschen die Farbe abgeht. Das passiert hier bei uns zu Hause auch innerhalb von einem Tag. Deswegen ja, finde ich das, mache ich das ganz gerne, dass ich sowas gebraucht kaufe bei Kleinanzeigen, eBay Kleinanzeigen meistens. Und da lohnt es sich halt auch wirklich irgendwie sich eine Erinnerung einzustellen oder so, dass man immer mal wieder neue Angebote zugeschickt bekommt. Also wenn ihr da auch häufiger mal was kaufen möchtet, weil man muss bei Tonis nämlich sehr, sehr schnell sein. Das ist etwas, das ich gelernt habe. Kaum, dass das Angebot drin ist, ist es dann meistens auch schon wieder draußen, ist es weg. Und es lohnt sich auch bei solchen Posts, also hauptsächlich, ich kaufe immer hauptsächlich bei so Posts, wo es nicht nur einen Toni dann zu verkaufen gibt, sondern mehrere. Das hier war jetzt das war ein Angebot oder eine Anzeige. Insgesamt wurde da wohl die komplette Toni-Sammlung aufgelöst und man konnte sich dann eine bestimmte Anzahl an Tonis halt raussuchen. Und ich habe mich für 2 entschieden jetzt für ihn. Nämlich einmal den Bobo, weil er nach wie vor super gerne Bobo hört. Das ist, den kannte ich noch gar nicht, wusste gar nicht, dass es den gibt. Irgendwie Bobo auf dem Spielplatz oder so. Er hatte halt auch so einen Spielplatzeimer in der Hand. Die anderen 2, die es gibt, die haben wir auch hier. Und vor allem den Geburtstagsbobo, also das läuft eigentlich jeden Abend bei ihm. Manchmal darf er zum Einschlafen oder abends im Bett noch so ein bisschen Bobo auf der Toni-Box hören. Dann hört er immer, Bobo hat Geburtstag. Deswegen dachte ich, dass er sich darüber auf jeden Fall freuen wird, über einen neuen Bobo-Toni. Und was er auch ganz gerne mag, ist Rabe Socke. Deswegen habe ich hier diesen Rabe Socke noch dazu gekauft. Der sieht so aus, der Toni. Ich habe die auch schon getestet. Beide funktionieren einwandfrei. Jetzt sind halt Tonis, da passiert halt eigentlich auch nichts. Also Tonis sind halt auch super robust. Ich habe einmal Ewigkeiten gesucht. Was heißt Ewigkeiten? Ich habe einmal mehrere Tage lang gesucht und habe ihn dann letztendlich in der Waschmaschine gefunden. Und er wurde nicht nur einmal mitgewaschen, sondern er wurde 2-mal mitgewaschen, weil ich die Maschine in der Maschine vergessen hatte. Und das war auch mit Trockner. Also er wurde, ohne dass ich dann die Wäsche rausgenommen habe, also sie wurde gewaschen und getrocknet im Trockner, habe sie zu lange darin liegen lassen, dann habe ich sie nochmal gewaschen und getrocknet. Ich weiß, ja, passiert.
Das heißt, dieser Toni wurde zweimal gewaschen, zweimal getrocknet im Trockner und er hat immer noch einwandfrei funktioniert und sah immer noch top aus. Deswegen kaufe ich das auch wirklich sehr, sehr gerne gebraucht. Das ist so das, was er von uns bekommt. Und was ich auch mal ganz gerne mache, ich lege immer noch so eine klitzekleinigkeit irgendwie ganz gerne so mit zu den Geschenken. Das kenne ich halt auch so von meiner Mama, die hat das auch immer gemacht, oder auch unterm Weihnachtsbaum immer. Bei uns hieß es immer kleine Scheißerchen. Halt einfach so kleiner also so Kleinkram. Etwas, das man sich irgendwie nicht gewünscht hat, aber von dem man irgendwie, über das man sich trotzdem freut, das jetzt aber auch keine riesengroße Sache ist, sondern wirklich einfach irgendwie was Kleines. Und wir haben so ein Ding, was ich jetzt für ihn besorgt habe. Das ist das hier. Das ist also wirklich total läppisch. Das ist einfach so ein Lolli, aber das hier, ne? Wir haben sowas nämlich mal gekauft, da war ich mit ihm zusammen im Kick, war das, glaube ich. Und da hatte ich so eins noch als Scheißerchen für seinen Cousin zum Geburtstag, zum Geschenk dazu gekauft. Und der Kleine saß dann die ganze Zeit hinten im Auto und wollte das unbedingt festhalten und hat halt die ganze Zeit den hier gemacht und fand das so cool. Und dann habe ich das hier jetzt bei Lidl gesehen und habe gedacht, okay, dann kriege ich das noch mit auf den Gabentisch gelegt. Ich mache sowas, also ich finde das immer ganz schön, noch irgendwie so eine Kleinigkeit, was Süßes oder so, dann irgendwie noch mit bei den Geschenken liegen zu haben. Ich packe jetzt erstmal Geschenke ein, damit man nicht direkt sieht, was da drin ist, falls er doch mal irgendwie einen kleinen Blick oder so ins Arbeitszimmer erhaschen sollte. Das ist im Moment immer abgeschlossen, damit er da nicht rein kann. Aber man weiß ja nie, ne? Standing underneath the lights, look into each other's eyes. Tired snowflakes are coming down, collapse into water when they hit the ground. I hear the sound of empty streets, and yesterday has gone to sleep. Das ist jetzt übrigens auch die fertige Krone. Ich finde, sie ist insgesamt wirklich sehr, sehr schön geworden. Und ich habe hinterher, mir ist aufgefallen oder beziehungsweise eingefallen, dass ich so eine Stoff-Zickzack-Schere habe, mit der ich einfach hier noch den Rand von dem runden Ding vielleicht ja, einmal rundherum schneiden könnte. Jetzt ist da nicht mehr genug Platz. Ich würde da die Naht mit abschneiden. Deswegen für die Nummer fürs nächste Jahr, weil, habe ich ja schon erzählt, mit Klettverschluss kann man die ganz einfach austauschen. Ich bin wirklich sehr, sehr, sehr happy hiermit. Ich finde, die ist sehr schön geworden. Dann wird er sie bald tragen. Und dann ist er 3 Jahre alt. Wahnsinn. Kuchen backen lohnt noch nicht. Das wäre nämlich noch zu früh, aber ich werde natürlich einen Geburtstagskuchen backen. Einen ganz klassischen Schoko-Geburtstagskuchen wahrscheinlich und aus Smarties mache ich dann oben eine 3 drauf. Wir feiern im kleinen Familienkreis in seinem Geburtstag selber. Da laden wir ein zu Kaffeekuchen und auch zum Grillen. Wir werden einfach ein bisschen was auf den Grill schmeißen, dann einen Nudelsalat machen und dann abends zusammen essen und halt nachmittags Kaffee und Kuchen. Wie gesagt, es wird dann Geburtstagskuchen geben und ich werde noch, denke ich, dann 2 andere Kuchen noch backen. Ich weiß noch nicht genau was, da muss ich mir noch genauere Gedanken zu machen. So ein bisschen Zeit ist auch noch, aber ich wollte die anderen Sachen, Geschenke, Krone, einfach schon mal vorbereitet wissen oder einfach, dass ich es in meinem Kopf habe, so, das ist jetzt fertig. Ich glaube, das war es jetzt auch erstmal schon mit dem Video. Ich hoffe, es war auch irgendwie so ein bisschen interessant für euch, irgendwie so ein bisschen so die Vorbereitung. Ich bin mega aufgeregt, deswegen wollte ich das Ganze halt so ein bisschen mit dokumentieren. Geburtstag ist halt doch immer was Besonderes und ja, vor allem jetzt, wo er halt alt genug ist, wo er halt merkt, so, das ist auch wirklich ein besonderer Tag. Letztes Jahr an seinem 2. Geburtstag, ich glaube, da hat er das noch gar nicht so wirklich gecheckt. Da hatte er von uns eine Holzeisenbahn geschenkt bekommen, ganz viele Schienen und Züge. Und da hat er sich total drüber gefreut. Da hatten wir ihm dann am Abend vorher halt hier im Wohnzimmer so eine Strecke aus den ganzen Schienen aufgebaut. Und er kam dann morgens hier rein und hat große Augen gemacht. Und da war es aber in der Zeit vorher, vor dem Geburtstag halt noch gar nicht so, dass er wusste, okay, er hat jetzt bald Geburtstag oder er hat morgen Geburtstag oder wann auch immer, so dass so diese Vorfreude da war. Und jetzt hat er das. Und ja, ich glaube, da werden die Augen leuchten. Ich glaube schon. Und ich freue mich einfach ganz, ganz doll darauf, das zu sehen.
ja, es ist ein besonderer Tag. Geburtstag vom Kind ist einfach ein besonderer Tag, auch für einen selber. Weil man selber als Elternteil erinnert sich dann ja an den Tag der Geburt dann einfach nochmal zurück. Also so geht es mir auf jeden Fall. Das war schon irgendwie ein ganz krasses Erlebnis einfach, irgendwie ein ganz krasser Tag. Und da erinnert man sich dann gerne auch irgendwie zurück. Und so der Geburtstag ist dann einfach so das Ereignis, an dem man sich dann an sowas zurückerinnert. Ja. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr dann auch ein Video dazu haben möchtet, zu den kompletten Geburtstagsgeschenken, was er sonst noch so geschenkt bekommt. Dann würde ich da nämlich auch irgendwie noch was zu abdrehen, wenn ihr da Interesse habt, ein paar Tipps braucht, was kann man zum 3. Geburtstag einem Jungen schenken. Dann, ja, wie gesagt, schreibt es in die Kommentare, dann drehe ich was mit komplett allen Geschenken zusammen ab. Und dann freue ich mich aber, wenn wir uns nächste Woche zum neuen Video wiedersehen. Und ich sage bis dann. Tschüss!